Hallo zusammen, liebe Freunde der großen Landtechnik. Heute haben wir ein richtiges Schmankerl für euch im Schleppertest, nämlich die größte Raupe von Fendt, die 1167 Vario MT mit dem stufenlosen Getriebe und dem MAN-Motor. Und die gucken wir uns im praktischen Einsatz an und vorher zeigen wir euch noch ein paar Besonderheiten rundherum. Und außerdem gibt es natürlich im Heft die Messergebnisse aus Nebraska von dem Test da auf dem Prüfstand. Gregor Leola ist absoluter Raupenspezialist bei AGCO und hat uns die Besonderheiten der 1167 Vario MT erklärt. Als erstes wäre da der Motor. Statt des eigenen 12-Zylinders von AGCO Power setzt Fendt jetzt auch bei den großen Raupen auf MAN-Triebwerke mit 6 Zylindern und Niedrigdrehzahlkonzept. Wenn ihr auch zukünftig informiert sein wollt, was sich in der Landtechnik bewegt, abonniert gerne kostenlos unseren YouTube-Kanal mit Glocke. Im Topmodell 1167 Vario MT mit 673 PS Nennleistung hat das Kraftwerk 16,2 Liter Brennraum. Da waren wir natürlich gespannt, welche Zapfwellenleistung die Testingenieure in Nebraska hinten am Zapfwellenstummel messen konnten. Und siehe da, von den 495 kW Motorleistung kamen tatsächlich maximal 451,1 kW hinten am Stummel an. Zusammen mit dem sensationell niedrigen Dieselverbrauch von nur 207 Gramm pro Kilowattstunde wird das Vario-Getriebe seinem Ruf, einen sehr guten Zapfwellenwirkungsgrad zu haben, somit mehr als gerecht. Doch wer macht schon Zapfwellenarbeiten mit einem solchen Großtraktor? Die Raupe ist ja schließlich zum Ziehen da. Bleibt also die spannende Frage nach der Zugleistung mit dem Vario-Getriebe. Und hier haben die Amerikaner mit ihrem Bremswagen maximal 382,3 Kilowatt gemessen. Damit steht der 1167 Vario MT gut da, wenn auch die Werte der beiden wohl härtesten Konkurrenten John Deere 9RX und Case IH Quadtrac nicht erreicht werden. Dafür kann die Fendt-Raupe wiederum beim spezifischen Dieselverbrauch richtig glänzen. Mit 246 Gramm pro Kilowattstunde bei Zugarbeiten ist sie fast 4% sparsamer als die knickgelenkten Konkurrenten mit ihren Powershift-Getrieben. Apropos Getriebe. In Sachen Bedienung und Handhabung muss man zumindest allen Fendt-Fahrern nicht viel erklären. Auch wenn das Vario Drive TA 400T in der Raupe ein eigenes Gehäuse hat, haben sich die übrigen Komponenten bereits in den großen Standardtraktoren der Serie 900 und 1000 bewährt. So kann man auch die Raupe jetzt ganz komfortabel per Fahrhebel oder Fahrpedal stufenlos von 0,02 bis auf 40 km/h beschleunigen. Nicht nur bei schneller Straßenfahrt, sondern auch auf dem Acker ist natürlich der Fahrkomfort entscheidend. Eine Innovation ist hier Smart Ride Plus, die Federung des Unterwagens mit einem hydraulischen Höhenausgleich. Damit kann die Raupe, je nach Zugpunkt und Ballastierung, immer per Knopfdruck optimal ausgerichtet werden. Solange dann der Untergrund stimmt und man halbwegs in der Ebene unterwegs ist, zieht die Vollraupe wie eine Winde. Um die Kraft auf den Boden zu bringen, ist aber natürlich die richtige Ballastierung entscheidend.
Hier gibt es eine Menge Möglichkeiten, die Raupe mit ihrem knapp 20 Tonnen Leergewicht auf bis zu 27 Tonnen zu ballastieren. Will man allerdings unter 3 Metern Außenbreite bleiben, darf man nur die knapp 70 cm breiten Bänder aufziehen. Alternativ sind 76,8 cm Bandbreite bei 3,15 Meter Außenbreite lieferbar. Die Raupenbänder werden übrigens formschlüssig von dem hinteren Triebrad angetrieben und mit der Bordhydraulik vorgespannt. Je nach Einsatzbedingungen sollen sie laut Fendt etwa 3.500 Stunden halten, bevor ein neuer Satz für rund 12.000 € fällig wird. Der Blick in die Kabine zeigt, dass die Armlehne samt Touchscreen und Joystick noch den alten Fendt-Standardschleppern entspricht. Bis Fendt One hier Einzug hält, wird es wohl noch etwas dauern. Mit unter 70 dBA ist die Lärmdämmung schon jetzt gut. Das gleiche gilt für den Fahrkomfort mit der optionalen Kabinenfederung. Auch beim Thema Vorgewändemanagement, vom Teach-In bis zur Vorgewändeautomatisierung TI Headland, gibt es wenig zu meckern. Eine Ölfördermenge von bis zu 440 Liter pro Minute verspricht Fendt bei Ausstattung mit den 2 unabhängigen Axialkolbenpumpen. Und tatsächlich hat das Nebraska Tractor Test Lab bei dem Testkandidaten 467,9 Liter pro Minute an den Anschlüssen im Heck gemessen. Das ist ein super Wert, da hier so eine hydraulische Leistung von sage und schreibe 195 PS abgenommen werden kann. Spannend ist auch das schwenkbare Zugpendel der Kategorie 5. Es erlaubt nicht nur eine Stützlast von bis zu 6,8 Tonnen, sondern kann zu jeder Seite auch um 28 Grad pendeln. Das erleichtert die Wendemanöver mit der Panzerlenkung bei angehängten Geräten ganz erheblich. Alle weiteren Details, zum Beispiel von den Hubkraftmessungen und den Preisen des Fendt-Boliden, findet ihr im neuesten Schleppertest der Profi-Ausgabe März 2023. Am besten gleich hier noch ein aktuell im Preis reduziertes Mini-Abo bestellen und direkt digital weiterlesen. Und natürlich unseren Kanal für künftige Videos vom Profi-Test-Team abonnieren.